The ENC community, Return to the Lord Vienna, celebrated its annual community weekend on April 1st through 3rd. For the first time, we also had Ukrainian refugees among us. And for our evening of reporting and testimonies, we had invited via Zoom Orest Hryhorchak, the leader of the Ukrainian Community Network, to give us an updated report of what is happening. The day before, for the first time, the Russian troops were in retreat from the area around Kyiv. This was the good news, but there were also some very sober facts to report. Let's hear Orest. But we also have bad news, because on these liberated places we found many killed men. Die schlechte Nachricht ist, dass wir zwar Gebiete befreit haben, dort aber sehr viele Tote finden mussten. They were killed by Russian army. They were civilians, and they made this in very horrible way. Wir sprechen hier von getöteten Zivilisten, die auf sehr schreckliche Art und Weise von der russischen Armee ums Leben gebracht wurde. It is really hard to look at these photos from this land. Es ist ganz schrecklich, die Fotos dieser Landstriche anzuschauen. I told before that Russian army acts like a terrorist, and it's true. Ich habe früher schon einmal das Statement gemacht, die russische Armee, sie handeln wie Terroristen, und leider ist diese Behauptung wahr. We get more and more proofs of that. Es sammeln sich mehr und mehr Beweise für diese Tatsache. We try to help refugees, and we hear a lot of terrible stories. Wir versuchen, Flüchtlingen zu helfen, aber wir hören von ihnen auch sehr viel schreckliche Geschichten. Many cases when Russians killed fathers and raped mothers, and children saw this. Wir haben schreckliche Geschichten gehört, wo die Väter ermordet wurden, die Frauen vergewaltigt, und Kinder mussten das mit ansehen. And you can even imagine what is the pain in our heart as Ukrainians. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das in unseren Herzen anrichtet. So in this point, I want to say thank you for all your support. Also euch möchte ich an dieser Stelle wirklich für eure Unterstützung danken. Yesterday, I was invited to have speech in European Harris Committee. If I'm correct, Gavin was also. He can correct me if it's not true name. Ich wurde auch eingeladen, gestern eine Ansprache zu halten für das Harris-Komitee. Gavin ist dort ja auch involviert. Er kann vielleicht noch was dazu sagen. I told about the situation in Ukraine and said that we as communities, OKS communities, we are not alone, because we feel support of ENC. Ich habe erzählt, dass wir als OKS-Gemeinschaften, also dem ukrainischen Gemeinschaftsnetzwerk, uns nicht alleine fühlen, weil wir eben so viel Unterstützung gerade durch die Gemeinschaften des europäischen Gemeinschaftsnetzwerks ENC haben. Yeah, it's great that you opened your homes for our families. It's great that you gave us a really big financial support, emotional prayer support. So it's really important in such hard situation. Es ist wunderbar, dass ihr eure Häuser geöffnet habt, dass ihr uns emotional Unterstützung gegeben habt. Das ist gerade in so schwierigen Zeiten so ungeheuer wichtig. I try to show that our relation is as example of family. Ich habe auch erwähnt, dass unsere Beziehung wirklich eine Familie ist, wie in einer Familie. And it is from one side, but we as Ukrainians, from the other side, we feel alone in Europe. Ja, das ist jetzt diese eine Seite. Auf der anderen Seite fühlen wir als Ukrainer uns alleingelassen in Europa. We feel alone as a nation. Als Nation fühlen wir uns alleingelassen. Many Ukrainians are frustrated because of position of
many European countries and especially of NATO. Viele Ukrainer fühlen sich wirklich dort verlassen, gerade auch von der NATO. I'm not sure that you know the reality, but generally we as Ukrainians, as Ukraine, we do not get a weapon we need. We ask 1% of planes and tanks, but European countries say us no because we are afraid of Putin. Ich weiß nicht, ob euch die Situation bei uns so wirklich bewusst ist. Wir haben oft um Waffenlieferungen gebeten, um uns zu verteidigen, die anderen europäischen Länder gefragt, aber uns wurde immer wieder gesagt, nein, das geht nicht, weil Sorge herrscht eben vor Putin. And it's also a big pain in the heart of Ukrainians. Und das macht einen großen Schmerz in den Herzen der Ukrainer. So I say this only to show that it's great that we have a family as communities. Ich erwähne das hier nur, um wirklich nochmal zu betonen, wie wunderbar es ist, dass wir als Gemeinschaftsfamilie zusammenstehen. And that our relations came through this terrible test. Und dass unsere Beziehungen diesen schrecklichen Test auch so bestanden haben. I really want your example be a light in Europe. Ich möchte, dass euer Beispiel wirklich auch ein Licht ist in Europa. And I think this is a big mission of all our communities, to be enlightened and to not be afraid of evil. We must fight with evil. Und ich glaube, das ist auch eine Mission, die wir als Gemeinschaften haben und für die wir kämpfen müssen. Now we have horrible fights, terrible fights in the eastern part of Ukraine. Wir erleben jetzt ganz schreckliche Kämpfe im Osten der Ukraine. Some our guys from our community are injured. Und einige unserer Gemeinschaftsmitglieder sind bereits verwundet. We try to help them. Wir versuchen, so gut es geht, ihnen zu helfen. But there are no any humanitarian corridors to deliver any help, food or other things. Aber derzeit gibt es keine humanitären Korridore, wo wir Nahrungsmittel oder sonstige Hilfslieferungen durchbringen könnten. And Russian army fire humanitarian corridors and fire those who want escape from cities which are surrounded by Russian army. Und die russischen Streitkräfte schießen auch auf alle, die aus diesen Städten, aus den belagerten Städten flüchten müssen, über diese eben humanitären Korridore, die aber nicht gesichert sind. So I ask you, please pray for these people who want to escape, but they are not allowed by Russians. Und daher betet auch für die Menschen, die gerne flüchten möchten, für die das aber aufgrund der russischen Präsenz nicht möglich ist. Many people in Mariupol died because of lack of food and water. Viele Menschen in Mariupol sind schon gestorben aus Mangel an Wasser und an Lebensmitteln. It's about 20,000 people who were killed or died because of lack of food and water. Wir sprechen schon von 20.000 Tote durch die Kriegshandlungen oder durch Mangel an Wasser oder Nahrungsmitteln. Officially 5,000, but we know about 20,000. Offiziell sind es 5.000, aber wir wissen bereits von 20.000. So you know that in Ukraine we see Christ crucified and suffering a lot. Wir erleben, wie in der Ukraine jetzt Christus von neuem leiden muss und gekreuzigt wird. But we see the power of Christ in this situation because we really have many heroes in this situation. Aber wir sehen auch die Kraft Gottes am Wirken und wir erleben dort sehr viele Helden. We have many young men who gave their life intentionally to save their brothers, their soldiers
So it's really amazing. It's really great that they have this brave to give their lives intentionally to help others. Wir wissen von vielen, die ihr Leben gegeben haben, ganz bewusst, um Menschenleben zu retten, gerade auch junge Menschen. Old people bring all money they save for the whole their life and give this money to help army. Manche Menschen haben ihre Lebensersparnisse gebracht, um die Armee damit zu unterstützen. One pensioner brought $5,000 or $10,000, the whole amount he collected all his life, and he brought this to help army and people who need this. Gibt es denn einen Pensionisten, der 5.000 oder 10.000 Dollar, also wirklich seine gesamten Ersparnisse gebracht hat, um die Armee zu unterstützen? You know that this crisis and this cross born or bear many saints among us, many holy men and women. Und diese Krise hat sehr viele Heilige unter uns hervorgebracht, unter Männern und Frauen. And it's really amazing how God can turn the horrible situation to arise really holy people among us, holy persons among us. Und dass durch diese Situation viele Menschen dann wirklich zu Heiligen werden, Menschen unter uns. And I have planned, and I want to finish my speech with some invitation. We want today we have meeting with the leader of our missionaries, and we want to organize summer camps for the children, for the refugees children or children of refugees. Und ich möchte jetzt mein Statement beenden mit einem Aufruf. Wir bereiten ein Sommercamp vor für junge Menschen. So in Lviv we have 200,000 refugees and of course many children. In Lembach haben wir 200.000 Flüchtlinge, da sind auch sehr viele junge Menschen drunter. So if it's possible, if it would be possible, we are going to organize 5 or 6 youth camps, and we want to invite these children and to help them spiritually, psychologically, and we want to they feel the family and that we care of them. Wir möchten 5 oder 6 Sommercamps organisieren, wo wir uns dann auch geistlich und psychologisch und in der Traumabetreuung um diese Kinder kümmern können. But it's not possible for us to organize all this. We have people, we have stuff to do, but so it's really a lot of work. So I want to invite you to cooperate with us to help these children. I will give you more details later what we need, and if you are able, so we would be very happy to do it together with you. Wir werden das nicht alleine schaffen können, weil es ein sehr großer Aufwand ist an Mitteln und auch an Personen, die da mitarbeiten. Vielleicht könnt ihr auch einen Beitrag liefern. Wir werden euch dann zu gegebener Zeit weitere Informationen zukommen lassen, was wir genau planen. So, thank you once again for your being with us, for your standing with us, for your prayer, for your practical help. So, for us, it's really important, and we all of us appreciate this very much. Also herzlichen Dank nochmal für euer Mit uns stehen, für eure Gebete. Ihr sollt einfach wissen, wie sehr wir das schätzen. And I want to repeat once again that we really feel as one family, and this is thanks to you. Und ich muss noch einmal betonen, wir fühlen uns wirklich als Teil der Familie, und das ist wegen euch. Thank you, brothers and sisters. God bless you. Danke, liebe Brüder und Schwestern. Are there any questions from our side? Do you have any idea if more families are on their way to Vienna?
yes, we announced that if there are families who want to come, so we are ready to help them. But for now, we have no new requests to help. But it depends on the situation, because each 3 days our city, each 3 or 4 days our city is bombed. Ja, wir haben diese Möglichkeit schon auch bekannt gegeben. Unsere Leute wissen davon, dass da eine Möglichkeit ist. Wir haben im Moment aber noch keine konkreten Anfragen. Das ändert sich natürlich fast täglich, weil alle 3 oder 4 Tagen wird Lemberg wieder mal bombardiert und dann kann es ganz anders ausschauen. So it depends the number of families who want to flee, to escape. It depends on the situation in our region. So I can't predict this. Es kann keiner vorhersagen, wie leicht es sein wird, dass Menschen oder wie wahrscheinlich ist, dass Menschen jetzt sich auf die Flucht begeben werden. Sicherlich ist das auch ein Gebetsanliegen. Okay, thank you so much, Orest. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Let's stay in close contact with each other. We want to hear from you regularly or from other people who are involved in the ministry. And we really feel you are part of our family. And our heart is often bleeding when we see the pictures and when we know this is not an anonymous group of people. These are our friends who are being really persecuted here. Wir fühlen da wirklich mit euch, gerade auch wenn wir selber die Bilder sehen und wir wissen, das sind unsere Familienmitglieder, die hier unter diesen schrecklichen Angriffen leiden. Thank you so much, Orest. Bless you. Thank you, brothers and sisters. God bless you. Good night to Lviv. Bye-bye. Bye-bye.